Als ich rausbekommen habe, dass der Skoda Octavia in der 4. Generation auf den Markt kommt, ja, habe ich bei den Tschechen angerufen und habe gesagt, Skoda, könnte ich den, und da haben sie auch schon aufgelegt. Ja, dann habe ich nochmal angerufen und habe gesagt, Skoda, könnte ich vielleicht den Octavia als Testwagen haben? Und dann haben sie wieder aufgelegt. Dann habe ich nochmal angerufen und haben sie gesagt, Jan, du gehst uns so auf die Nerven, jetzt erzähl uns doch mal, warum willst du denn dieses Auto als eines der ersten Medien in Deutschland? Und dann habe ich ihnen das erzählt, was ich jetzt auch euch erzähle. Ich habe gesagt, ja, ihr Tschechen, ihr wart immer dafür verschrien, dass ihr quasi die alten Teile vom VW-Konzern auftragen musstet, die alten Kleider des Kaisers tragen. Und dann ist hier aber die große Frage, wer ist denn jetzt überhaupt hier der Kaiser in der kompakten Kombi-Klasse? Denn ja, inzwischen ist es nicht mehr so. Die Skoda standen zwar immer schon sehr modern da, aber inzwischen stehen sie auf der gleichen Plattform mit den gleichen Teilen wie der neue Golf. Und dieses Auto ist mit 4,69 Meter halt auch viel größer als der Golf-Variant, was ich sehr, sehr spannend finde. Und nicht nur ich, sondern Sparfüchse, Lehrer, Vertreter da draußen, die lieben dieses Auto, weil sie sich halt vollpacken können ohne Ende und ein ähnlich großes Auto haben wie ein Passat-Variant, was ich sehr, sehr spannend finde. Hier steht da übrigens als Kombi, es gibt ja auch noch eine Limousine. Wir haben die First Edition hier drauf. Wir haben einen 2 Liter TDI Motor hier drin mit 150 PS. Ja, was werden wir machen? Wir schauen uns außen an, springen rein. Ich werde euch den Preis im Wettbewerbsumfeld einordnen. Wir werden natürlich fahren. Ich werde euch ein Fazit zaubern. Eben alles machen, was euch und mich interessiert. Wir sind übrigens der Autotester, euer Autotester des Vertrauens. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube, nicht nur am Telefon, bei Skoda, auf TikTok inzwischen auch. Schaut da gerne vorbei. Ich bin übrigens der Jan und dann geht es doch los mit mir und dem neuen Octavia Kombi. Und jetzt beschäftigen wir uns erstmal ein bisschen mit der Einordnung bzw. der Historie von unserem Octavia. Und erstmal gibt es den seit 1996 und jetzt schätzt mal, wie oft der sich bisher verkauft hat. 6,5 Millionen Mal. Das ist unglaublich, ehrlicherweise. Das ist das 8. meistverkaufte Auto in Europa, habe ich gelesen. In manchen Ländern wie Finnland oder Tschechien ist es sogar das meistverkaufte Auto, was ich sehr interessant finde. Natürlich ist ja auch ein Tscheche. Ja, das ist echt schon ganz spannend und dann überlegt man so ein bisschen, auf welcher Plattform steht der, warum habe ich so eine plakative Einleitung gedroppt. Der steht jetzt auf dem MQB Evo, also dem modularen Querbaukasten Evolutionsstufe. Auf dem steht der Golf 8, auf dem steht der Audi A3, auf dem steht der Seat Leon. Alle Autos findet ihr bei uns und übrigens, wenn ihr uns abonnieren wollt, könnt ihr das gerne anschauen und seid dann umfangreich informiert. Übrigens, so viel Werbung in eigener Sache. Ja, und interessant ist dann natürlich, wenn man sich hier drin mit den externen Wettbewerbern beschäftigt, denn jeder Hersteller hat eigentlich was in der Klasse. Das Kombi-Thema ist überraschenderweise hauptsächlich was für Europa oder Deutschland. Ja, der A3 hat kein Kombi natürlich, der Seat Leon hat ein Kombi, den Leon findet ihr jetzt ganz aktuell auf unserem Kanal. Ja, und der Golf-Variant lässt ein bisschen auf sich warten. Was sind die externen Wettbewerber? Klar, das ist der Toyota Corolla, den es als Kombi gibt. Das ist der Opel Astra, den es als Kombi gibt. Das ist der Peugeot 308. Das ist der Renault Megane. Ich könnte ewig so weitermachen. Das braucht man halt einfach als Hersteller, glaube ich, auf dem deutschen Markt. Und dann ist eine große Betrachtung natürlich von dem Erfolgskonzept von diesem Auto. Wie groß ist er? Und da habe ich mich mit beschäftigt. Der ist 4,69 Meter lang. Und das ist überraschenderweise 12 cm länger als ein Golf 7 Variant lang
ist nur 7 cm kürzer als ein Audi A4 Avant ist und ist 8 cm nur kürzer als ein Passat Variant ist. Ganz spannend, und im Vergleich zum Superb Kombi ist der auch nur 17 cm kürzer. Das ist eine Menge, aber im Kofferraum werden wir nachher ein kleines Wunder erleben. Es gibt noch den Skoda Fabia. Spannend hier ist, wir haben 2,69 Meter Radstand, der ist riesig. Der ist zwar genauso groß wie beim Vorgänger, ehrlicherweise, aber das sind 5 Zentimeter mehr als beim Golf, was ich richtig interessant finde. Der Leon hat übrigens den gleichen Radstand. So, und jetzt beschäftigen wir uns natürlich so ein bisschen mit den optischen Feinheiten von unserem Auto. Ich vermute, das ist Moon White Pearl Effect, die Lackierung hier drauf, für glaube ich 550 €. Ja, was ist neu, interessiert euch natürlich. Wir haben hier diese Schnauze mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sicheln hier vorne drauf. Sehr schön. Das Auto von vorne ist im Vergleich zu Seat weniger sportlich natürlich und vielleicht noch ein bisschen klassischer, kühler und nüchterner als der neue Golf, was mir persönlich und den Fans sehr gut gefällt. Der Grill hier vorne schön chrom umrandet, hier diese schwarzen aufrechten Streben hier drin, sehr schön, und die Lichter wunderbar keilförmig zulaufend. Hier Skoda Crystal Light, wir haben immer LED-Leuchten. Die Tagfahrsignatur ist hier unten. Diese Streben sind ein bisschen schmaler, gefällt mir gut, sieht aus wie so ein Diamant, und das ist jetzt das Matrixlicht, und das Matrixlicht hat eben den großen Vorteil, dass es zum Beispiel im Fernlicht Verkehrsteilnehmer ausblendet, immer sehr hell ist, einen tollen Lichtteppich macht. Ich würde da nicht drauf verzichten wollen. Hier unten haben wir nochmal dieses Licht, und wir haben hier eine Chromspange von vorne drin. Sehr klassisch, sehr schön, gefällt mir schon richtig gut. Jetzt gehen wir allerdings mal ins Profil, und Autofans haben ja hoffentlich wie ich oft so einen Felgenfetisch. 16 bis 18 Zoll sind die groß. Ich glaube, da kommt hier auch 19 Zoll Felgen rein. Die Felge finde ich ehrlicherweise nicht so schön. Die ist 17 Zoll groß. Es gibt wesentlich schönere Felgen hier drauf. Das ist ja übrigens die First Edition, wie es hier steht, dieses Auto. Was haben wir? Wir haben eine Dachreling in Chrom, eine Fensterumrandung in Chrom, wir haben ein Panorama-Glasdach zum Auffahren für 990 €, glaube ich. Da oben so eine kleine Flosse, was ich sehr gut finde. Wir haben schlüsselloses Zugangssystem hier natürlich, was man hier an diesen Einkerbungen zum Beispiel sieht beim Einsteigen. Ja, und dann ist natürlich eine große Frage, was ist für Technik hier drin? Bei verschiedenen Motoren bekommen wir auch Allradantrieb. Hier, der ist frontgetrieben. Und wir haben serienmäßig natürlich ein Stahlfahrwerk, optional ist ein DCC hier drin, das in mehreren Stufen verstellbar ist. Dann glaube ich auch noch mit dem ACC in Verbindung kommt in diesem Paket. Das soll 1 cm tiefer stehen. Es gibt auch noch ein Sportfahrwerk, was 1,5 cm tiefer steht. Und es gibt noch so ein Schlechtwegefahrwerk, was 1,5 cm höher steht. Also insgesamt haben wir 3 Fahrwerksoptionen, was ich sehr spannend finde. Und was noch spannender ist, ist natürlich neben dem Radstand hier hinten 45 Liter Dieseltank. Und wenn ich richtig rechnen kann, wenn man von einem Verbrauch von 5 Liter ausgeht, kommt man damit etwa 900 Kilometer weit. Und dann haben wir hier diesen AdBlue Komfort Einfüllstutzen, habe ich gelesen. Wir haben auch die Simply Clever Lösung, das ist hier ein Eiskratzer drin oder ja, ein Messer fürs Profil vom Auto. Was hat es mit diesem AdBlue Tank auf sich? Das ist halt der Stutzen, den auch Lkw-Fahrer benutzen. Das heißt, damit kann man dieses Auto sehr schnell auffüllen. Und bevor ich es dann später bei den Motoren vergesse, ist es natürlich ganz interessant, denn naja, wir haben hier einen doppelten SCR-Cut, also eine doppelte Harnstoffeinspritzung nacheinander. Die soll 80% NOx reduzieren. Das gibt es auch im neuen Golf. Da ist der VW-Konzern vielleicht gezwungenermaßen jetzt sehr modern. Ich habe euch gesagt, Riesenradstand, Vertretertraum, auch Familientraum und Sparfuchstraum, weil er eigentlich, ja, ich habe bei Wikipedia gelesen, hier Kompaktklasse ist, aber manche sagen auch schon, er kratzt schon an der Mittelklasse, weil er halt so lang ist. Ja, und jetzt springen wir hier mal rein und ihr seht schon daran, wie einfach ich hier durchkomme. Alter, ist hier viel Platz für die Knie, für den Kopf, und das, obwohl hier das Glasdach drin ist. Wir haben hier auch diese Leuchte, die man so dimmen kann, die berührungsempfindlich ist, und wenn man hier reinspringt, sieht man natürlich zum einen, das ist klarer, nüchterner designt als der Leon, vielleicht noch ein bisschen klassischer als der Golf. Wir haben hier diese Jalousie, 2 USB-C-Stecker, 230 Volt Steckdose, hier Sitzheizung, hinten toll designte Sitze hier, und ich zeige euch mal was, da vorne Simply Clever soll auch sein, dass man hier das Handy so reinbekommt oder ein iPad da vorne. Sehr, sehr praktisch. Ja, und hier
wären wir nicht bei Škoda, wenn wir hier nicht eine Armauflage drin hätten. Hier ist sie mit Cupholder und hier haben wir eben eine Durchreiche für die Ski oder für Snowboard. Richtig praktisch. Ich komme mal wieder raus. Ihr seht, es geht ganz einfach. In welchem anderen Kompaktklassenteilnehmer bekommen wir das so gut hin? Ja, jetzt muss ich noch die Tür hier richtig zumachen. Oh, ist das heiß. Aber was noch interessanter ist, ist natürlich jetzt hier hinten der Kofferraum. Und die spannendste Sache finde ich hier die Anhängerkupplung. Die kommt jetzt hier raus, klappt man hier hoch, 1600 Kilo Anhängelast. Das finde ich richtig klasse. Drückt man hier wieder rein und dann kann man sie einfach wegklappen, finde ich sensationell gut. Hinten habt ihr vielleicht die Kopfstützen gesehen. Hier ist eine Decke drin, das ist dieses Schlafpaket, Simply Clever. Hier sind auch so Haken, wo man Dinge aufhängen kann. Aber jetzt komme ich eigentlich schon zu sehr zu den Details, was viel interessanter ist. Wie groß ist der? Bei der Limousine ist der Kofferraum 600 Liter groß. Das sind bei aufgestellter Rückbank 10 Liter mehr als beim Vorgänger. Und ja, hier haben wir 640 Liter, sind 30 Liter mehr als beim Vorgänger. Jetzt habe ich mal geguckt. Ne? Das sind nur 10 Liter weniger als bei einem Passat-Variante und glaube ich 20 Liter weniger als beim Superb Kombi. Sensationell. Was man allerdings schön machen kann, ist von hier hinten die Rückbank umklappen und dann hat man 1700 Liter Kofferraumvolumen, sind zwar 40 Liter weniger als beim Vorgänger, aber das ist immer noch richtig gut und wir haben eben einen Ladeboden. Warum eigentlich? Ja, wir haben hier diesen doppelten Ladeboden als Paket drin. Da ist er. Machen wir den raus, haben wir mehr Platz. Ich stelle ihn jetzt mal hier hin. Und hier unten drin seht ihr schön, hier findet der Rollo für oben Platz. Genau wie bei BMW übrigens, können wir den jetzt hier so einhängen und haben dann hier die Ladesicherung. Ja, das ist Simply Clever, für viele schon eine Simply Clever Lösung. Doppelter Ladenboden ist auch hier unten, da kann man noch mal was vor der Freundin verstecken. Ehrlich Leute, finde ich vom Kofferraum her ein riesen Konzept. Hier oben drauf haben wir dann noch was, wo wir Dinge verzurren können. Wenn ich einfach ein Auto brauche, was praktisch sein soll, hier übrigens dann mit so einer elektrischen Heckklappe, glaube ich, unbedingt nötig, würde ich mir den kaufen. Ja, jetzt eine schöne Sache natürlich ist, Männer, wir sind ja immer relativ uncharmant. Simply Clever hier zum Beispiel ist auch dieser Schirm. Können wir dann mal den Gentleman in uns rauslassen, wenn es regnet, unsere Holden einfach mal die Haare schützen. Hier vorne geht die Motorhaube auf. Ja, und jetzt zeige ich euch eine sehr schöne Sache. Wenn wir beim Golf und beim Seat Leon drüber geschimpft haben, dass hier diese hydraulischen Hubarme weggefallen sind, ja, so haben wir das hier beim Octavia schon. Das ist tatsächlich Simply Clever. Übrigens eine kleine Sache hier. Fürs Wischwasser haben wir hier ja eben so einen kleinen Trichter. Das ist einfach praktisch, finde ich sehr, sehr gut. Aber dann geht es natürlich um die Motoren. Ich drücke mich gerade so ein bisschen davor, weil es ist halt richtig viel. Beim Golf 8 saß ich eine Stunde vorm Studio, um die alle zu lernen. Was haben wir hier drin? Wir haben hier drin Benziner, wir haben Diesel, wir haben Mildhybride, wir haben Plug-in-Hybride, wir haben eine Erdgasvariante. Ich glaube, das Einzige, was es aktuell gibt, was hier nicht drin ist, ist eine vollelektrische Variante. Beginnen wir mal mit den Benzinern. Bei dem 1 Liter TSI, den gibt es ja beim Golf oder beim Leon mit 90 und 110 PS. Hier gibt es ihn nur mit 110 PS und optional bekommen wir den auch mit einem E-Tech, also mit einer Mildhybridisierung, 48 Volt Bordnetz, Riemenstarter, Generator und DSG. So, dann gibt es den 1,5 Liter. Den gibt es mit 130 und 150 PS bei Seat und bei Golf, also bei VW. Hier gibt es den nur mit 150 PS drin und optional haben wir wieder ja, die Mildhybridisierung E-Tech da oben drauf mit Doppelkupplungsgetriebe. Dann gibt es noch einen 2 Liter Benziner mit 190 PS. Den gibt es überraschenderweise im Golf nicht. Vielleicht kommt er noch. Im Leon gibt es den auch, soweit ich weiß. Ja, und dann kommen wir zu den Dieseln. Beim Leon sind auch 3 angekündigt. Das ist ein 2 Liter Aggregat mit 115, 150 und 200 PS. Hier haben wir jetzt die 150 PS Variante mit DSG, ganz interessant. Ja, die doppelte Harnstoffeinspritzung habe ich euch erzählt mit 80% weniger NOx. Wir haben also einen Abgaswert von Euro 6D, da braucht sich also keiner Sorgen machen. Ja, und dann ist es ganz interessant bei diesem Auto, denn wir haben auf dem 1,5 TSI auch die Erdgasvariante sitzen mit 130 PS. Sehr spannende Alternative, wie ich finde.
Ja, was haben wir dann noch? Dann gibt es dann langsam die Plug-in-Hybride zu erzählen. Da haben wir 204 PS mit 60 Kilometer rein elektrischer Reichweite zum Laden an der Steckdose. Und ja, die neue Octavia RS-Version wird wahrscheinlich, so habe ich es gelesen, ein Plug-in-Hybrid mit 245 PS. Beide Motoren sind so auch im Golf. Ist ein 13 Kilowattstunden fassender Akku dann hinten drin. Ja, die Beschleunigungswerte fand ich jetzt nicht so überzeugend, aber mal schauen, wie der dann wirklich auf die Straße kommt. Hier haben wir allerdings ein Paket, was 1487 Kilo wiegt insgesamt mit DSG-Frontgetrieben. Das ist ein 2-Liter-Motor, eben 150 PS, 360 Newtonmeter Drehmoment, was Schönes. Ja, und damit beschleunigen wir in 8,9 Sekunden auf 100, werden 222 km/h schnell und sollen einen Normverbrauch von, glaube ich, 3,9 Liter haben. Aber ob Škoda mit den Leistungsdaten und mit diesem tollen, erstmal optischen Paket halten kann, was sie versprechen, das schauen wir uns jetzt erstmal am zugegeben nüchtern, klassischen, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, Innenraum an und dann wird natürlich gefahren. Kommt mit! Ja, sprechen wir über den Innenraum. Wie ihr seht, ist mir ganz schön heiß. Nicht nur wegen dem Innenraum, sondern es ist auch einfach warm. Und ja, euch könnt warm ums Herz werden, weil ihr auf unserem Kanal nicht nur den Golf 8 findet, sondern auch den neuen Seat Leon. Ihr könnt euch alle Videos anschauen, alles vergleichen und dann noch abonnieren, weil ja, da habt ihr was davon und das wird mich auch so ein bisschen froh machen. Aber jetzt geht es natürlich hier um den Innenraum. Und erstmal ja, haben wir hier zwar Plastik vorne, hier in der Tür, auch unten, aber das ist so geil verarbeitet, so kennt man das eigentlich gar nicht und das macht der VW-Konzern schon sehr geil, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Dieses ganze VW-Bashing geht mir eher auf den Sack. Hier haben wir einen Stoffbezug vorne, das ist auch was Neues, gefällt mir gut. Hier haben wir so ein, ja, ich glaube, das ist Alu mit einer Struktur, hier unten Plastik. Das ist einfach ein schön verarbeiteter Innenraum. Hier ist auch Plastik, Klavierlack hier, gefällt mir gut. Vielleicht mal zur Architektur. Ihr denkt so, was ist das hier? Der Stümpi, der Stümmel da unten. Ja, das ist der Gangwahlhebel von diesem Quickshifter. Der hat jetzt keine Verbindung mehr, keine mechanische Verbindung mehr zum Getriebe, sondern nur eine elektronische. Das ist gut, da kann man sehr schnell nach vorne und zurückschalten. Wenn man dann mal jetzt nach hinten schaltet, seht ihr dann hier, finde ich ganz interessant, würde ich hier drin auf jeden Fall bestellen. Ja, was kann ich euch dann noch erzählen? Wir haben hier optional die Ledersitze, die sind tolle Ziernaht hier, die sind bequem, geben guten Seitenhalt, haben aber im Sommer das Problem, dass es ja, sehr heiß da drauf ist und im Winter haben sie das Problem, dass sie sehr kalt sind. Ja, und jetzt haben wir hier oben so ein Panoramadach, was wunderschön ist, was man auch auffahren kann. Hier über so eine Touchbewegung übrigens kann man die Jalousie drunter auffahren. Hier dann das Glas, ich erspare euch das mal. Ja, dann haben wir hier so ein halbes Cabrio drin. Hier haben wir dann auch Lichter, die wir wie beim Golf 8 oder beim Leon ausmachen können über Touch oder Dim. Sehr schön. Halt heller Himmel. Ich mag dunkle lieber, aber das ist Geschmackssache. Das ist jetzt auch freundlicher hier drin. Und wenn man jetzt mal die ganze Architektur betrachtet, ist es hier nüchterner, tschechischer, klassischer als beim Golf sogar noch und weniger sportlich als beim Seat. Und wenn man jetzt mal die Türgriffe hier anschaut, die sind schön gebogen. Das ist ein sehr schöner Innenraum. Induktive Ladebuchse haben wir hier unten auch, 2 USB-C-Stecker. Sehr modern, wie ich finde. Ablageflächen im Handschuhfach haben wir hier. In der Tür ist auch so ein bisschen Filz drauf. Dann haben wir hier so einen kleinen Cupholder. Okay, ich frage mich, was für eine Mini-Tasche passt da rein. Die Amis würden da nicht mal einen Cappuccino oder einen Espresso reinkriegen. Hier haben wir nochmal was, man kann es schön zumachen. Der Schlüssel findet hier Platz, das ist beim Leon ein bisschen besser, das verjüngt sich da so. Ja, und dann haben wir hier diese Shortwall-List, die wir zum Beispiel beim Leon gar nicht mehr haben. Die ist hier hochgewandert, direkt unter das Display, was ich ganz gut finde. Dazu kommen wir allerdings später. Und jetzt geht es hier so ein bisschen um die Einbindung der Technik. Da ist man im VW-Konzern stolz drauf. Und übrigens dieses Lenkrad hier ohne Unterbrechung hier unten ist wunderschön, muss ich euch sagen. Genauso die Knöpfe hier drauf, liegt gut in der Hand. Die Frage ist nur, wie ist die Bedienung? Ja, und dann haben wir hier das VW-Konzernphänomen. Wir finden immer ja, eine gute Position, sehr schnell hier drin. Die Sitze sind auch elektrisch hier. Die Lüftungsdüsen lassen sich so übrigens verschließen. Sehr gut, also manuell auch noch, was ich gut finde. Was haben wir hier drin? Wir haben immer ein digitales Kombi und wir haben hier oben vor allem, das gibt es beim Leon nicht, optionalen Head-Up-Display, ganz interessant. Und das projiziert
ja, die Infos auch direkt in die Scheibe, nicht in so eine kleine Plexiglasscheibe da vorne, was ich immer scheiße finde. Was haben wir hier? Wir können natürlich hier die Grafik in allen möglichen Varianten verstellen. Im Vergleich zu Golf und Leon hat jeder Wettbewerber seine eigene Grafik, was ich interessant finde. Ja, sehr sportlich, Golf sehr nüchtern und hier ist es vielleicht noch ein bisschen nüchterner. Hier können wir dann alles verstellen in den Tuben rechts und links, was ich gut finde. Bordcomputer, Reichweite, Assistenten. Wenn man dann länger drückt, kommen wir in die linke, was ich mega praktisch finde. Das können wir dann zum Beispiel auch noch bei den anderen Varianten machen. Die Karte können wir hier ganz groß bekommen. Hier die Informationen dann drauf. Es ist ehrlicherweise am Anfang so ein bisschen fitzelig. Das fand ich bei Golf oder Leon besser. Aber wenn man dieses Auto lang hat, gewöhnt man sich dran. Hier haben wir dann die Assistenten. Lenkradheizung haben wir hier. Den Hebel dann für den Abstandsregeltempomat haben wir hier unten. Finde ich gut. Auch so eine berührungsempfindliche Fläche für die Leuchten dann außen auf der linken Seite. Aber jetzt kommen wir hier zum großen 10 Zoll Infotainment. Das kleine Swing ist 8 Zoll serienmäßig. Das ist optional, kostet glaube ich ein Taui, ist auch in einem Paket untergebracht. Und ja, das ist ähnlich wie beim Seat, nicht ganz so intuitiv, aber intuitiver als beim Seat, aber weniger intuitiv als beim Golf, so rum. Hier haben wir so einen Home-Bildschirm, den können wir frei belegen dann mit hier auf Plus verschiedenen Dingen. Das ist halt eben sehr kühl, sehr rational. Hier haben wir das Fahrzeug Skoda Connect drauf, aber man findet alles hier nochmal in dem Menü. Hier haben wir noch so eine Shortwahllist wie beim iPhone, die man hier so runterziehen kann. Aber jetzt mal Stück für Stück. Ich fange mal hier an beim Menü. Was haben wir? Wir haben alles zum Fahrzeug. Und da eben Fahrzeug, Status, Daten, sehr, sehr praktisch, sehr, sehr nüchtern. Menü zurück, Telefon, Apple CarPlay, Android Auto, MIB, Over the Air, verbindbar, gefällt mir richtig gut. Die Navigation, das ist auch schnell mit einer riesigen Karte hier drauf. System ist immer online. Wahnsinn, Klang, wir haben hier auch eine schöne Anlage drin. Die Assistenten sehen wir dann hier, da ist diese coole Ansicht, was alles drin ist. Aber hier ist auch eine Liste, Lane Assist, ACC, Side Assist, Müdigkeitserkennung, Front Assist. Ja, das ist halt alles drin, was der VW-Konzern halt so zu bieten hat. SmartLink haben wir hier drin, Nutzer, rechtlich. Wir haben auch einen Shop, das ist updatebar, Over the Air, da ist echt alles drin. Hier haben wir dann auch noch so eine Privatsphäre-Einstellung, soll die Freundin also nicht sehen, wo wir gerade hinfahren. Ist es hier, dann haben wir hier eine Sitzheizung, die hier ist und hier unten wie vom Golf fürs lauter, leiser noch diese Wischfläche, da kann man dann auch die Klima hier am Rand steuern. Ich hätte mir dann noch so einen Drehregler gewünscht. Schön finde ich im Vergleich zum Leon, dass wir hier noch die Knöpfe haben. Was haben wir hier? Hier haben wir alles dann zu den Fahrzeugeinstellungen. Mal hier mal zurückgehen zu den Fahrzeugeinstellungen. Den Fahrmodusschalter Eco, Komfort, Sport. Komfort, Sport, normal. Und hier sieht man, was sich alles verstellt. Kann man dann sich hier anzeigen lassen. Und das DCC kann man halt in tausenden, ich glaube das sind 12 oder 15 Varianten verändern. Die Lenkung, den Antrieb, das ACC, die Licht, die Klimatisierung. Ja, das ist ganz interessant, was man hier machen kann. Die Assistenten haben wir hier noch einen eigenen Knopf, was sehr praktisch ist. Klima haben wir hier, das ist eine wunderschöne Grafik, wie ich halt eben finde, die sich jetzt hier auch nicht laden lässt. Warum, weiß ich irgendwie auch nicht ganz genau. Ja, dann können wir das hier maximal machen. Hier ist es dann, klassische Klima und Aircare ist auch interessant. So geht es dann an. Ja, und ich würde sagen, das ist ein moderner, konnektiver Innenraum hier mit schönem Spiegel. Ich habe jetzt 8 Minuten lang drüber gequatscht. Ich hoffe, es hat euch nicht genervt, aber es gibt einfach Schweine viel zu erzählen hier drin. Toll. Dann jetzt, ihr habt es euch gedacht, kommen wir zu meiner Lieblingssequenz in den Reviews, dem Fahren. Schaut mal, wie schön dieser Schlüssel ist. Der sieht genauso aus wie der vom Leon und vom Golf, nur halt mit Seat-Logo drauf. Macht aber nichts, oder? Ich mache hier dieses Auto an, am Start-Stopp-Knopf. Skoda kommt hier reingefahren, sehr, sehr schön. Den Stumpi ziehen wir ganz schnell nach hinten. Dann sehen wir auch gleich, welche Assistenten an sind. Menü hier. Und jetzt haben wir eine elektrische Handbremse. Ich gebe mal kurz Gas. Ihr hört, wir sind noch hier ein bisschen auf diesem Schotter, der stempelt vorne leicht rein und das sieht man halt dran, das ist ein frontgetriebenes Auto. Das Auto wiegt, glaube ich, 1487 Kilogramm. Und interessant hier drin ist, wir haben das DCC, also das adaptive Fahrwerk. Und wenn ich euch jetzt mal hier im Fahrmodusschalter zeige einfach, wie vielen Stufen man das hier verstellen kann, ist das natürlich phänomenal, aber für die
zu faul dafür sind, gibt es natürlich hier einfach den Sportmodus. Und jetzt fahren wir hier drin und ja, jetzt merkt man erstmal, die Lenkung ist toll. Das Auto liegt toll auf der Straße, der Fahrtwind bläst mir um die Ohren. Ich habe hier die Pedal am Lenkrad. Lediglich, wenn man so ein bisschen zu schnell in eine Kurve fährt, dann taucht der vorne leicht ab. Ja, und was man hier jetzt sieht beim Auto, wenn es ein bisschen enger wird, ist eine Sache, die die Leute lieben. Wir haben halt eben mit der Breite noch kompakte Ausmaße. Jetzt zeige ich euch allerdings was. Sportmodus, wichtig. So. Und das ist diese kleine Gedenksekunde beim Losfahren. Wenn der Motor hier mal rollt und man Gas gibt mit den 360 Newtonmeter Drehmoment, dann geht schon ganz gut nach vorne, aber er hat halt so eine kleine, ja, und das ist dann doch eine Anfahrtschwäche, aber ansonsten ist das Auto gut abgestimmt. Fährt man schnell in eine Kurve, ja, dann taucht da vorne leicht ab mit dem DCC. Das lässt sich ein bisschen nivellieren, wenn man hier in den Sportmodus schaltet. Man kann aber auch in den Komfortmodus schalten. Dann ist das Lenkgefühl, die Federung weicher natürlich, die Gasannahme auch ein bisschen indirekter. Aber ja, er liegt auch nicht gut auf der Straße. Für die, die es wirklich sportlich bewegen wollen, dieses Auto, ja, würde ich einen stärkeren Diesel empfehlen. Vielleicht die 200 PS Variante oder dann die E-Tech-Variante mit der Hybridunterstützung mit dem 48 Volt Bordnetz. Was ich ganz interessant hier finde es, für den Alltag, fürs komfortable Fahren ist es ein Auto, was toll ist. Meine Mutter wird es wahrscheinlich lieben und wenn man sportlich haben will, gibt es ja dann auch noch dieses Sportfahrwerk, was dann 1,5 cm tiefer liegt und wenn man jetzt hier ja, in den Rehbergen öfter unterwegs ist, gibt es auch noch, glaube ich, dieses Fahrwerk, was 1,5 cm höher liegt, was ich gut finde. Hier das Head-Up-Display liegt toll im Sichtfeld. Ich habe eine richtig gute Position über die Straße. Das Auto wird auf der Autobahn ja dann stolze 222 km/h schnell. Und was für den Diesel spricht, ist natürlich nicht nur das enorme Drehmoment von unten raus, sondern der tolle Verbrauch. Wir haben den jetzt hier gefahren und ich traue es mich eigentlich gar nicht zu sagen, wir haben 5,1 Liter gebraucht. Und das bei dem hohen Gewicht und bei dem Drehmoment und bei 150 PS ist richtig gut angegeben. Das hat zwar mit 3,9, aber das ist natürlich eine Sensation, wie ich finde. Und damit ist das hier halt der feuchte Traum von Vertretern, weil auf der Autobahn muss man wahrscheinlich nur alle 940 Kilometer tanken. Schaut euch mal hier den Wendekreis an, der ist auch ganz gut, kompakte Ausmaße eben. Ja, eben nicht oft tanken, guter Verbrauch, er steht halt nicht so hoch im Wind wie jetzt ein Kamiq oder ein Karoq, gefällt mir gut. Und dann haben wir alle ja, Assistenten hier drin, die teilautonomes Fahren Level 2 ermöglichen. Es ist ein Abstandsregeltempomat, ein Spurhalteassistent, eine Schildererkennung, was ich ganz gut finde, ein toter Winkelwarner. Das macht einem das Leben auf der Autobahn halt wunderbar einfach. Komfortmodus macht es einem genauso einfach. Mein Vater wird den reinmachen. Für mich ist der Sportmodus was. Und jetzt geht es ein bisschen um den Vergleich. Der Golf ist vielleicht ein bisschen perfekter, zumindest die Version, die ich bisher gefahren habe. Der Leon ist deutlich sportlicher abgestimmt und das ist wahrscheinlich die rationalste, nüchternste Variante. Und das sage ich euch eins, wie das dieser VW-Konzern ja, dieses Säckel hinbekommen, dass sie die Autos, obwohl sie auf der gleichen Evo-Plattform vom MQB stehen, dann doch so unterschiedlich positionieren und man doch tatsächlich so einen Unterschied beim Fahren rausfährt, finde ich sagenhaft. Sage ich jetzt einfach mal, VW-Konzernhasser werden mich dafür wahrscheinlich wiederum hassen, aber das ist halt, was die Ingenieurstechnik angeht, eine schon sehr gute Leistung. Das 7-Gang-DSG hier drin genauso. Man kann schön eingreifen hier an den Pedalen am Lenkrad und ich frage euch jetzt eine Sache hier drin. Scheißegal, ob das Ding jetzt in der Vergangenheit irgendwelche Kleider aufgetragen hat oder nicht oder wer der König der Kompakt-Kombi-Klasse ist. Ist er nicht schön? Ach, kommen wir zum Fazit. Bravo, Chapeau, Skoda. Ich habe am Anfang die völlig unangebrachte These aufgestellt, trägt der hier die aufgetragenen Kleider des Golf vom VW-Konzern. Und ehrlicherweise, wenn man sich mal so richtig drüber Gedanken macht, ist es natürlich Bullshit, weil der hat genauso wie der Golf den modernen MQB, also die Plattform mit allen technischen Features hier zur Verfügung gestellt bekommen und auch genutzt. Und bei der Länge von 4,69 Meter ja, muss man sich schon bald in der Kombi-Kompaktklasse Gedanken machen, wer jetzt überhaupt hier diese Kaiser, die Vormachtstellung dann hat, Octavia oder Golf-Variant. Ich bin da nicht so sicher, wie das in Zukunft sein wird, weil der halt so simply clever groß positioniert ist.
dass er ja wahrscheinlich sogar dem Passat-Varianten ein paar Käufer wegnehmen wird. Ne? Spricht man über das Auto, ist die Optik jetzt in der neuen Generation deutlich gelungener, immer noch typisch tschechisch, zurückhaltend, edel, klassisch und ein bisschen schnittiger vielleicht. Wir haben riesig viel Platz im Kofferraum, ich habe es erzählt, Platz auf der Rückbank. Der Innenraum mit dem MIB ist wahnsinnig modern, konnektiv. Kritikpunkt beim Auto, ja, der Diesel, der ist toll, viel Drehmoment, guter Verbrauch, kultiviert, aber er hat so eine kleine Anfahrtschwäche. Da ist wahrscheinlich die E-Tech-Mildhybridisierungssache interessant oder die Plug-in-Hybride wären auch interessant. Ich werde probieren, euch die dann auch vorzustellen, wenn Skoda nächstes Mal abnimmt, wenn ich anrufe. Eine große Sache bei diesem Auto ist dann natürlich neben den ganzen Pro und Kontras der Preis. Und der beginnt halt bei 21.590 € als Limo, dann schon mit 110 PS Benziner. Für die Kombi-Variante werden 700 € mehr fällig. Ja, und dann habe ich mal geguckt, Golf 8 Variante. Ach so, den gibt es ja noch gar nicht. Der kommt nämlich erst im Sommer. Ich kann also nur sagen, was der normale Golf kostet. Der beginnt mit 90 PS Einstiegsbenziner, allerdings schon unter 20.000 €. Die Variante wird aber deutlich teurer, wie ich denke. 32.000 € werden für den Passat-Variant fällig im Vergleich, mindestens, der hat dann 150 PS, 30.000 € werden für den Superb-Kombi fällig, der hat dann schon 150 PS natürlich, aber da seht ihr halt schon, warum das Simply Clever ist. Und so, wie wir den jetzt hier haben, mit der Ausstattung hier drauf in der First Edition mit DSG und 2 Liter Diesel mit 150 PS, beginnen wir bei 34.770 €. Mit der Ausstattung dann zusätzlich der Lackierung, ja, mit den Ledersitzen, den Navi, den Assistenten innen und was da alles drin ist. Da werden wir bei knapp unter 40.000 € rauskommen, aber das ist halt ein Simply cleveres Sparmodell und ehrlicherweise, das war genauso Bullshit. Nicht nur was für Lehrer, nicht nur was für Vertreter und nicht nur was für Sparfüchse, sondern für jeden wahrscheinlich. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube, auf TikTok. Wir sind nämlich modern. Ich bin der Jan, abonniert das gerne. Ja, und bis bald, Freunde.